ich bin der Massimo, aka Darfig, und ich bin der lokale Aristea-Walker hier im Raum Köln. Ich wurde von Corvus Belli gefragt, ob ich euch kurz erklären könnte, wie wir hier bei unseren lokalen Turnieren, wo wir ja auch mit die ersten in Deutschland sind, die Aristea-Turniere veranstalten, das mit dem Zeitmanagement handhaben, da leider in den AGL-Regeln da noch keine offiziellen Regeln, Richtlinien drüber veröffentlicht wurden. Das ist der Thorsten, aka Spitfire, der hat das alles mit mir organisiert, schon das erste Turnier, das zweite auch, und ja, der hat großen Anteil mit an den Turnieren hier und auch an der Regel, die wir uns überlegt haben, und würde euch das gerne mal einmal kurz erklären. Uns schwer haben inspirieren lassen. Genau. Wir benutzen ganz normal, wie bei Infinity, auch Schachuhren, mit denen die Zeit gemessen wird. Wir stellen, wie er gerade schon gesagt hatte, Schachuhren hin. Jeder Spieler hat eine Dreiviertelstunde, insgesamt also 1,5 Stunden circa. Wir hatten ursprünglich angefangen mit 1 Stunde pro Spieler und haben dann auf 2 Stunden und haben festgestellt, in allen außer einer Partie auf dem Turnier hatten wir richtig viel Zeit übrig, haben das dann um 1/2 Stunde gekürzt, sind damit jetzt heute das erste Mal aufgetreten. Das hat soweit gut funktioniert, es ist keiner aus der Zeit gelaufen. Es hat einen gewissen Zeitdruck dahinter, aber jetzt nicht zu viel, das ist eigentlich ganz gut so. Ja, je nach Szenario ist das natürlich mal mehr, mal weniger. Wir haben unter anderem auch Blitz gespielt, grundsätzlich nur auf 3 Runden ausgelegt. Das ist alles deutlich schneller gegangen. Bei anderen Szenarien wie Assault oder King of the Hill, wo man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, wird die Zeit ein bisschen knapper, aber wirklich in Stress ist keiner gekommen. Ein bisschen unkalkulierbar noch ist, dass man zwischen den Runden die Zeit pausiert, also um die Punkte zu machen, um die Charakterkarten neu zu legen, weil das keinem Spieler explizit zugewiesen werden kann, die Zeit. Deswegen sollte man jetzt nicht mit diesen 1,5 Stunden, die da rechnerisch nur theoretisch auf der Uhr sind, rechnen, sondern man sollte mehr Zeit einplanen. Dann jetzt etwas Zeitpuffer, weil diese Zwischenschritte immer wieder Zeit fressen. Was passiert, wenn man aus der Zeit läuft, Massimo? Sobald ein Spieler keine Zeit mehr auf der Uhr hat, kostet jede Aktivierung, jedes Aristos, den man halt dann, sobald man sie aktiviert, einen Victory Point für den Gegner. Das heißt, in der Theorie haben wir in einer Runde 4 Aktivierungen, 4 Victory Points geschenkt für den Gegner. Das sorgt halt dann in dem Moment, sobald die Zeit abgelaufen ist, ziemlich schnell für ein Ende des Spiels. Richtig. Ja. Generell, was wir alles mit in die Zeit reinnehmen, das fängt schon beim Picken der Spieler an. Also sobald klar ist, wer ist Spieler A, wer ist Spieler B, je nach Draft-System, wir haben zum Beispiel einen Coral Queen Mod gespielt, da wird ja ein Aristo vorher gebannt, das fällt alles schon mit in die Zeit rein. Also Münzwurf, wir wissen, Spieler X ist Spieler A und dann geht die Zeit los. Und jede Entscheidung, die getroffen wird und Nachdenkzeit, läuft dann schon auf die Uhr. Das heißt, ich bin Spieler A, meine Zeit läuft, ich überlege, welchen Aristo blocke ich denn meinem Gegner. Das gebe ich bekannt, ich hau auf die Uhr, mein Gegner überlegt, welchen Aristo blockt er mir. Sobald er fertig ist, haut er wieder auf die Uhr, ich bin dran und überlege, welchen Charakter pick ich denn. Und da haben wir uns die Besonderheit überlegt, dass das Aussuchen der Karten für das Deck eigentlich auch nicht so richtig einem Spieler zuzuordnen ist, rein nach der Regel, haben wir gesagt, sobald ein Aristo gepickt wurde, müssen auch die 2 Karten, die entsprechenden Tactics, sofort mit dazu gepickt werden bei laufender Uhr. Sobald das wieder erledigt ist, wird auf die Uhr gehauen, der Gegner macht dasselbe Spiel. Solange bis die Aufstellung steht. Dann beim Spielen selber, ganz normal, wir pausieren die Uhr, wir decken die Initiativkarten auf. Wir sehen, okay, einer der beiden Spieler hat jetzt die Entscheidung und wir hauen wieder auf die Uhr, das ganze Spiel geht weiter. Der einzige Zeitpunkt, wo wir die Uhr wirklich, wie er vorhin schon mal angemerkt hatte, ein bisschen länger pausieren, ist am Ende einer Runde. Nicht am Ende des Turns, sondern am Ende der Runde. Da muss jetzt erstmal geschaut werden, wer kriegt wie viele Victory Points, wo ist eventuell die neue Scoring Zone, die Initiativkarten müssen neu gelegt werden, das machen beide Spieler simultan. Deswegen läuft keine Uhr für einen der beiden Spieler. Sobald dann auch dort wieder die erste Initiativkarte in der neuen Runde aufgelegt wird, haut man wieder auf die Uhr, sobald klar ist, wer jetzt dran ist. Und somit hat man eigentlich, das ist die Erfahrung, die wir mit unseren Spielern hier in der lokalen Meta gemacht haben, eigentlich keine großen Zeitprobleme. Und
ein bisschen mehr Druck ist dahinter, dass halt nicht alles 10 Minuten totgedacht wird. Ja, und man kann als Turnierveranstalter einigermaßen planen, wie lange das Turnier in etwa dauern wird, wann man Mittagspause macht, etc. pp. Diese ganzen Planunsicherheiten, die es mit einem fehlenden Zeitmanagementsystem leider halt in extraordinärer Weise gibt. Ja, korrekt. Man hat halt je nachdem immer mal einen Spieler dabei, der sich halt für gewisse Dinge sehr viel Zeit nimmt und das würde halt dazu führen, dass halt alle schon fertig sind mit ihrer Runde und da jemand noch in Runde 2 oder 3 rumspielt, ohne wirklich voranzukommen und das zieht das ganze Turnier dann extrem in die Länge und das kann man mit so einer Hausregel relativ schnell regeln, das Problem. Ja, das war es schon etwa, was es dazu erzählen gab. Genau. Wir hoffen, das Ganze hat euch zum Nachdenken angeregt oder ihr wollt es auch mal bei euch ausprobieren. Wenn nicht, sagt uns doch, wie ihr es handelt. Wenn ihr eine klasse Idee habt, vielleicht übernehmen wir dann eure Idee. Richtig. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Video. Tschüss. Auf diesem Kanal.